Willkommen zu einer neuen Folge von Alltag Deutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bis Tag 60 haben wir ja gemeinsam das Niveau A2 abgeschlossen. Jetzt lernen wir weiter auf B1-Niveau und heute sind wir bei Tag 87 Teil 1 angekommen. Wie jeden Tag arbeiten wir mit 15 wichtigen Wörtern, die ihr im Alltag wirklich braucht. Und ich glaube, die heutigen Wörter, die sind besonders wichtig. Die können euch bei einer der größten Herausforderungen in Deutschland helfen. Stimmt. Zu jeder B1-Lektion gibt's übrigens auch ein extra Fragevideo zur Ministory. Da antwortet ihr laut und hört dann kurz danach die richtige Lösung. Das ist wirklich ein super Training. Und für eure Aussprache empfehlen wir euch auch heute wieder die Shadowing-Methode. Also, Satz hören, kurz stoppen, laut nachsprechen und dann weitermachen. Unser heutiges Thema ist Wohnungssuche und Miete. Also, ja, wichtige Wörter für Anzeigen, Besichtigungen, Verträge und so den ganzen Alltag beim Wohnen. Ein Thema, das fast jeder mal braucht. Ganz genau. Es geht darum, diese manchmal komplizierte Sprache in Wohnungsanzeigen und Mietverträgen wirklich zu verstehen. Bleibt also unbedingt bis zum Ende, denn dort hört ihr wieder unsere Mini-Story, in der alle neuen Wörter vorkommen. So, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wenn man eine Wohnung oder ein Haus sucht, liest man in Anzeigen oft ein sehr formelles Wort. Das ist quasi der Oberbegriff für jedes Gebäude oder Grundstück. Und das Wort ist die Immobilie. Also die Immobilie. Klingt schon sehr professionell. Die deutsche Erklärung ist also ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück. Und was wäre da die englische Übersetzung? Auf Englisch sagt man Real Estate oder Property. Das Wort klingt, wie du sagst, sehr offiziell, wird oft von Maklern oder in professionellen Anzeigen verwendet. Man könnte zum Beispiel lesen, die Preise für Immobilien in der Stadt sind sehr hoch. Oder ein Freund erzählt vielleicht, wir haben online eine interessante Immobilie gefunden. Genau. Okay, man hat also eine interessante Immobilie gefunden. Der nächste Schritt ist dann die Besichtigung. Worauf achtet man denn da als erstes? Wahrscheinlich darauf, in welchem Zustand alles ist. Das bringt uns schon zum nächsten Wort, der Zustand. Ganz genau, der Zustand. Das Wort beschreibt einfach, wie gut oder wie schlecht etwas erhalten ist. Auf Englisch ist das die Condition. Und der Zustand ist extrem wichtig, denn der wird ja oft im Übergabeprotokoll festgehalten, wenn man einzieht. Das ist ein wichtiger Punkt. Man sollte also wirklich ganz genau hinschauen. Ein guter Satz im Exposé wäre dann, die Wohnung ist in einem renovierten Zustand. Richtig. Aber die Realität kann natürlich auch anders aussehen. Zum Beispiel, der Zustand des Badezimmers war leider nicht so gut. Ja, das kennt man. Und zum Zustand gehört ja auch, was alles in der Wohnung so drin ist. Das nennt man dann die Ausstattung, oder? Exakt. Die Ausstattung, das sind alle Dinge, die fest zur Wohnung gehören. Also zum Beispiel die Küche, die Böden, die Fenster, solche Sachen. Verstehe. Die Ausstattung. Die englische Übersetzung wäre dann sowas wie Equipment oder Features. Und was gehört denn in Deutschland typischerweise zur Ausstattung einer Mietwohnung? Ist zum Beispiel eine Küche immer dabei? Oh, eine sehr gute Frage. Nein, nicht immer. Da muss man genau lesen, ob eine Einbauküche zur Ausstattung gehört. Ein typischer Satz wäre, die Ausstattung der Küche ist sehr modern und neu. Oder zum Beispiel, zur Ausstattung gehört auch ein großer Einbauschrank im Schlafzimmer. Genau das ist ein super Tipp. Man muss also wirklich darauf achten, ob die Dinge, die man braucht, auch wirklich da sind. Und das passende Adjektiv dafür ist unser nächstes Wort. Vorhanden. Exakt, vorhanden. Das bedeutet ganz einfach, es ist da. Es existiert an diesem Ort. Auf Englisch sagt man available oder present. Das ist ein sehr nützliches Wort bei Besichtigungen, um einfach sicher zu gehen. Also ich könnte den Vermieter fragen, ist ein Kellerabteil vorhanden? Oder, ganz wichtig, ist ein Anschluss für die Waschmaschine in der Wohnung vorhanden? Das schafft Klarheit. Ja, absolut. Und wenn man dann den Gesamteindruck der Wohnung beschreiben will und alles ist sauber und in Ordnung, dann benutzt man das Adjektiv gepflegt. Ah, gepflegt, das hört man oft. Das bedeutet also sauber, ordentlich und in gutem Zustand. Im Englischen wird man well-maintained oder neat sagen. Ein gepflegtes Haus ist doch eigentlich immer ein gutes Zeichen, oder? Absolut. Das zeigt ja oft, dass sich der Eigentümer gut um die Immobilie kümmert. Man kann sagen,
Wir suchen ein gepflegtes Mehrfamilienhaus. Oder nach einer Besichtigung vielleicht. Die ganze Wohnanlage macht einen sehr gepflegten Eindruck. Okay, und neben dem Zustand ist natürlich die Größe entscheidend. Wenn eine Wohnung schön groß ist und man viel Platz hat, dann ist sie geräumig. Geräumig, ja, ein sehr positives Wort. Es bedeutet, dass ein Raum oder eine Wohnung viel Platz hat. Auf Englisch sagt man spacious. Es beschreibt, finde ich, oft mehr das Gefühl von Offenheit als nur die reinen Quadratmeter. Man liest es oft in Anzeigen, um die Wohnung attraktiv zu machen. Zum Beispiel, das Wohnzimmer ist sehr hell und geräumig. Oder eine Familie könnte sagen, wir brauchen eine geräumige Wohnung für unsere 4-köpfige Familie. So, das waren jetzt die ersten Worte zur Beschreibung der Wohnung. Aber eine schöne, geräumige Wohnung ist, wie man so schön sagt, nur die halbe Miete. Jetzt wird es nämlich finanziell. Kommen wir zum Geld. Ja, das wohl wichtigste Thema. Fangen wir mal mit der Summe an, die man zahlen muss, bevor man überhaupt einzieht. So eine Art Sicherheit für den Vermieter. Das ist die Kaution. Richtig, die Kaution. Das ist Geld, das man dem Vermieter am Anfang als Sicherheit gibt. Und das bekommt man zurück, wenn man auszieht und keine Schäden in der Wohnung sind. Auf Englisch ist das der Security Deposit. Und wie hoch ist die Kaution normalerweise so in Deutschland? Also gesetzlich erlaubt sind bis zu 3 Monatskaltmieten. Das ist auch ziemlich üblich. Der Vermieter würde sagen, die Kaution bekommen Sie beim Auszug zurück, wenn alles in Ordnung ist. Und im Vertrag steht dann zum Beispiel, die Kaution beträgt 3 Monatsmieten. Genau. Puh, das ist wirklich eine Menge Geld am Anfang. Und zur Miete selbst kommt ja auch noch was dazu. Das sind die Nebenkosten. Ganz genau. Die Nebenkosten, das sind zusätzliche Kosten zur Miete, zum Beispiel für Wasser, Heizung, Müllabfuhr oder den Hausmeister. Die englische Übersetzung wäre Utilities oder Additional Costs. Man muss da immer fragen, was genau enthalten ist. Das heißt, die Miete, die man in der Anzeige sieht, ist oft die Kaltmiete. Und die Summe, die man am Ende wirklich überweist, ist die Warmmiete. Also Kaltmiete plus Nebenkosten. Man liest oft, die Miete ist 800 € plus Nebenkosten. Ja, und eine essentielle Frage ist dann eben, wie hoch sind die Nebenkosten ungefähr pro Monat? Wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, unterstützt uns doch gern mit einem Abo und einem Daumen nach oben. So bleibt ihr motiviert und lernt jeden Tag mit uns weiter. Machen wir weiter mit den Kosten. Um über eine genaue Summe zu sprechen, gibt es ein sehr, formelles und wichtiges Verb. Betragen. Ja, betragen. Es bedeutet, eine bestimmte Summe oder ein bestimmtes Maß zu haben. Auf Englisch sagt man to amount to. Und weil es ein Verb ist, brauchen wir natürlich auch die Perfektform. Die lautet hier, hat betragen. Man findet es oft in offiziellen Dokumenten. Zum Beispiel, die Wohnfläche beträgt 80 Quadratmeter. Oder, wenn man über die Vergangenheit spricht, die Kaltmiete hat letztes Jahr 750 € betragen. Korrekt. Und wenn wir schon bei Geld und Zahlen sind, es gibt ja immer einen Zeitpunkt, an dem eine Zahlung geleistet werden muss. Und dafür gibt es das Adjektiv fällig. Fällig. Ein Wort mit großer Bedeutung, würde ich sagen. Es beschreibt also den Zeitpunkt, an dem eine Rechnung oder die Miete bezahlt werden muss. Auf Englisch wäre das due oder payable, genau. Wenn etwas fällig ist, dann muss man zahlen. Im Mietvertrag steht zum Beispiel, die Miete ist immer am 3. des Monats fällig. Oder wenn man etwas kauft, die erste Rate ist sofort fällig. Genau. Okay, also die Wohnung gefällt, die Kosten sind klar, jetzt kommt der Mietvertrag. Ein wichtiges Verb, das klärt, was alles inklusive ist, lautet enthalten. Enthalten. Das bedeutet, etwas ist ein Teil von etwas anderem, ist inklusive. Die englische Übersetzung ist to include oder to contain. Die Perfektform lautet hat enthalten. Es ist super wichtig, im Vertrag zu prüfen, was in der Miete oder den Nebenkosten enthalten ist und was nicht. Ein klassisches Beispiel wäre wohl, Strom ist in den Nebenkosten nicht enthalten. Den muss man also extra anmelden und bezahlen. Richtig. Oder ein Satz im Perfekt. Der Preis hat alle Gebühren enthalten. Sehr gut. Ein anderes sehr formelles Verb, das man oft in Anzeigen für etwas teurere Wohnungen findet, ist verfügen über. Ah ja, das klingt sehr gehoben. Verfügen über. Es bedeutet also, etwas zu besitzen oder zu haben. Und man benutzt es fast immer mit der Präposition über. Was wäre das auf Englisch?
Auf Englisch könnte man sagen to feature oder to have available. Die Perfektform ist hat verfügt. Es wird halt benutzt, um die besonderen Merkmale einer Wohnung zu betonen. Also zum Beispiel, das Haus verfügt über eine große Garage. Genau. Oder im Perfekt, wenn man über eine frühere Wohnung spricht, die Wohnung hat über einen Balkon verfügt. Es ist im Grunde eine elegantere Version von haben. Verstehe. Wenn dann alles passt, kommt der finale Schritt. Man muss den Vertrag offiziell machen. Man muss ihn unterschreiben. Unterschreiben. Ein sehr formelles Wort für unterschreiben. Man benutzt es bei wichtigen offiziellen Dokumenten wie Verträgen. Auf Englisch sagt man to sign, und zwar in der formellen Bedeutung, also to sign formally. Und die Perfektform ist hat unterzeichnet. Mit der Unterschrift wird der Vertrag dann gültig. Das ist wirklich der entscheidende Moment. Ein Beispielsatz wäre, wir werden den Mietvertrag morgen unterzeichnen. Und wenn es schon passiert ist. Beide Parteien haben den Vertrag unterzeichnet. Aber bevor man den neuen Vertrag unterzeichnet, sollte man an die alte Wohnung denken. Man kann ja nicht einfach so ausziehen. Man muss die Kündigungsfrist beachten. Ein sehr, sehr wichtiges deutsches Wort. Die Kündigungsfrist. Das ist also die Zeit zwischen der Kündigung und dem Ende des Vertrags. Auf Englisch die Notice Period. Wie lang ist die denn normalerweise für Mieter? Für Mieter beträgt sie gesetzlich fast immer 3 Monate zum Monatsende. Man muss das unbedingt einplanen, um nicht am Ende doppelt Miete zu zahlen. Ein wichtiger Satz ist also, wir müssen die Kündigungsfrist von 3 Monaten beachten. Und das gilt ja nicht nur für Wohnungen, sondern zum Beispiel auch für Arbeitsverträge. Die Kündigungsfrist steht im Arbeitsvertrag. Genau. Und wenn das alles geklärt ist, alte Wohnung gekündigt, neuer Vertrag unterzeichnet, dann kommt endlich der schönste Moment. Man kann in die neue Wohnung beziehen. Beziehen. Das ist das formelle, offizielle Wort für in eine Wohnung einziehen. Was sagt man da auf Englisch? Auf Englisch sagt man to move into oder to occupy. Die Perfektform ist hat bezogen. Der Vermieter sagt also nach der Vertragsunterzeichnung vielleicht, Sie können die Wohnung ab sofort beziehen. Und Monate später fragt ein Freund dann, wann habt ihr denn die neue Wohnung bezogen? Super. Das waren unsere 15 Wörter für heute. Ihr seht, sie begleiten einen wirklich durch den gesamten Prozess der Wohnungssuche. Und jetzt hört gut zu, wie sie alle in einer Geschichte vorkommen. Paul und Maria suchen eine neue Immobilie, weil ihre alte Wohnung zu klein geworden ist. Online finden sie eine Anzeige für eine sehr geräumige 3-Zimmer-Wohnung. Bei der Besichtigung stellen sie fest, dass die Wohnung in einem fantastischen Zustand ist. Sie wurde gerade erst renoviert und die ganze Anlage wirkt sehr gepflegt. Besonders die Ausstattung mit der modernen Küche gefällt ihnen gut. Der Vermieter erklärt stolz, dass die Wohnung über einen großen Südbalkon verfügt. Maria fragt, ob ein Internetanschluss bereits vorhanden ist, was der Vermieter bejaht. Dann geht es um die Finanzen. Paul fragt, was beträgt die Kaltmiete? Sie beträgt 900 €. Hinzu kommen noch die Nebenkosten. Maria will wissen, was in den Nebenkosten genau enthalten ist. Heizung und Wasser sind dabei, Strom aber nicht. Der Vermieter erklärt auch, dass eine Kaution von 1.800 € fällig ist, bevor sie die Schlüssel bekommen. Paul und Maria sind begeistert von der Wohnung. Sie prüfen schnell die Kündigungsfrist ihrer alten Wohnung. Perfekt, es passt genau. Am nächsten Tag treffen sie den Vermieter wieder und beide unterzeichnen den Mietvertrag. Der Vermieter lächelt und sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie können die Wohnung zum 1. März beziehen. Paul und Maria freuen sich riesig auf ihr neues geräumiges Zuhause. Das war unsere kleine Geschichte. Habt ihr alle Wörter wieder erkannt? Schreibt gern mal eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. So übt ihr aktiv weiter und wir können euch auch Feedback geben. Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr. Morgen geht es weiter mit einem, würde ich sagen, viel entspannteren Thema. Filme und Serien. Seid wieder dabei. Tschüss und bis morgen. Bis dann.